Was in der öffentlichen Debatte oft für Verwirrung sorgt, sind die verschiedenen Funktionen von Wasserkraft. Da gibt es die Energieerzeugung, das ist Laufwasserkraft, das sind Turbinen, die Wasser abarbeiten. Dann gibt es die Energiespeicherung, das sind die Speicherseen, die oft auch für saisonale Speicher genutzt werden, die Energie für den Winter lagern, wo auch die Wasserkraft weniger Energie liefert. Ganz wichtig. Und dann gibt es noch die Funktion von einem Pumpspeicher. Das ist der Speicher, der im Prinzip ein bisschen dazwischen steht, der ganz kurzfristig Energie speichert und auch ganz kurzfristig wieder Energie erzeugt. Das geht normalerweise so, dass es zwei Speicherbecken gibt, ein hochgelegenes und ein niedriges. Wenn Energieüberschuss besteht, weil gerade viel Wasser durch den Fluss fließt, weil viel Sonne scheint, viel Windenergie ist und auch Atomenergie viel Energie erzeugt, dann wird das Wasser hochgepumpt, oben zwischengespeichert, und wenn dann der Bedarf da ist, weil ganz viele Leute Strom brauchen, dann wird das Wasser abgelassen. Und das passiert 5 bis 6 Mal am Tag, also es passiert ganz, ganz schnell, dass das Wasser hin und her gepumpt wird. Und man braucht eigentlich gar nicht viel Wassermasse dafür, weil das eben so oft hin und her wechselt. Deshalb bauen alle anderen Kraftwerksbetreiber im ganzen Alpenraum eigentlich nur noch Pumpspeicher dort zu, wo es bereits 2 Speicherseen gibt oder mehrere. Es braucht nicht viel Speicherkapazitäten. Man kann zwischen bestehenden Speichern einfach quasi diese Stollen für den Pumpspeicher zubauen und hat damit die gleiche Leistung. Jeder, der sagt, man muss was für die Energiewende tun, soll solche Lösungen forcieren, weil die sind schneller, günstiger und kommen ohne zusätzliche Naturzerstörung aus. Der Platzbach liefert ca. 8 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Wenn die TIWAX meiste davon nutzen darf, dann braucht es 7 Jahre, bis der ganze Speicher vollgelaufen ist auf natürlichem Weg. Das ist auch das Alleinstellungsmerkmal von Platzertalspeicher. Das macht kein Kraftwerksbetreiber im ganzen Alpenraum so. Alle anderen Kraftwerksbetreiber haben meistens schon mehrere Speicher. Und wenn ein Speicher gebaut wird und dafür Wasser abgeleitet wird, dann passiert das mit einem natürlichen Gefälle. Das heißt, das Wasser wird weiter oben abgeleitet, als der Speicher steht. Das Wasser kann ohne Energieaufwand reinfließen. Nahezu das ganze Wasser, das im Platzertalspeicher landen würde, muss hochgepumpt werden, ist also ein Energieverlust. Das Argument der Energiewende, das ist einerseits ein sachliches, ist andererseits auch ein höchst emotionales. Wir vom WWF sind im regen Austausch mit der betroffenen Bevölkerung und wir spüren, dass da auch ein großer Druck herrscht, dass jedes Tal doch einen Beitrag zur Energiewende leisten soll. Und das ist auch richtig. Es soll jeder einen Beitrag leisten zur Energiewende, wo es sinnvoll ist. Das Platzertal allerdings zu fluten, ist absolut nicht sinnvoll. Wenn jemand den Druck verspürt, dass aufgrund von der Energiewende dieses wertvolle Tal geopfert werden soll, dann kann man auch selbstbewusst sagen, man kann für die Wasserkraft sein, man kann für die Energiewende sein, aber man muss nicht das Platzertal kaputt machen. Es ist aktuell extrem viel in Bewegung. Vor 5 Jahren hat kaum jemand den Namen Platzertal gekannt. Mittlerweile ist es tirolweit wirklich eine Berühmtheit geworden. Eine traurige Berühmtheit, aber was wir merken, ist, dass die Leute sich viel intensiver mit den ganzen Themen Energiewende, Energieerzeugung auseinandersetzen, auch mit Naturschutz und was ist überhaupt der Unterschied zwischen dem Hoch- und dem Niedermoor. Und das ist eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung, weil wenn die Leute den vollen Informationsstand haben, wenn sie beide Seiten kennen, dann können sie sagen, ist es uns wert, das Tal für die vermeintliche Energiewende zu opfern oder gibt es andere Alternativen? Und wenn es die nicht gibt, können wir das Projekt so modifizieren, dass es für alle passt.